willkommen zu einer neuen Folge meines deutschen Vlogs aus Südkorea. Jetzt wird es so langsam kühler, auch hier in Korea. Der November hat angefangen und ich habe mir für diese Folge überlegt, dass ich mal über den Herbst in Korea spreche. Häufig sagt man ja, dass der Herbst in Korea eine der besten Zeiten zum Reisen ist, zusammen mit dem Frühling. Und ich muss sagen, das kann ich wirklich bestätigen, weil das Wetter ist echt sehr, sehr schön hier. September und Oktober waren relativ warm, also im September war es generell noch relativ warm, also es waren so 23, manchmal 25 Grad, glaube ich. Und im Oktober waren es immer so um die 20 Grad. Also der Peak vom Herbst kann ich euch empfehlen. Wenn ihr kommen wollt, kommt im Oktober, weil im September ist es noch ziemlich grün hier. Im Oktober könnt ihr gerade zum Ende des Oktobers, also Mitte, Ende Oktober, könnt ihr wirklich den goldenen Herbst hier erleben. Also die ganzen Ginkgo-Bäume werden gelb, also jetzt gerade sind noch einige relativ gelb, zumindest hier im südlicheren Bereich von Korea. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Seoul aussieht. Also gerade so Mitte, Ende Oktober färben sich einfach alle Bäume rot, golden. Es ist echt sehr, sehr schön. Ich kann euch empfehlen, eine Bergwanderung zu machen, weil dann könnt ihr wirklich die wunderschönen Farben in den Bergen sehen, also komplette Berge, die wunderschön gefärbt sind. Ich kann euch empfehlen, in Tempel zu gehen, weil viele Tempel haben auch die Ginkgo-Bäume da stehen. Das heißt, ihr könnt auch mal googeln, gibt es irgendwie alte Ginkgo-Bäume da. Das gibt es tatsächlich Tempel mit 400, 500 alten Ginkgo-Bäumen, die riesig sind. Und das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Eine andere Sache sind auch Parks. Also der Trend in Korea, das habe ich letztes Jahr miterlebt. Ich glaube, das war auch das Jahr davor. Und dieses Jahr ist es wieder so, das pinke Gras. Also das wächst ja auch so Oktober. Im November verliert das jetzt so langsam seine Farbe. Aber im Oktober ist das echt sehr, sehr pink. Und es gibt sehr, sehr viele Felder überall in Korea. Also sucht euch irgendwelche Parks aus. Also da wird im Herbst sehr, sehr häufig, die meisten Parks pflanzen einfach dieses pinke Gras. Also dieses Pink Muley Grass. Auf Koreanisch heißt das Pink Mule, glaube ich einfach nur. Der Herbst ist übrigens sehr trocken in Korea und auch der Winter. Das heißt, ihr braucht nicht dringend irgendwelche Regensachen großartig einzupacken. Also ich glaube, den ganzen Oktober über hat das überhaupt nicht geregnet hier. Oder wenn dann nur einmal oder sowas. Von daher, also Regenschirme kriegt ihr hier sowieso an jeder Ecke, wenn nötig. Irgendwelche Regenmäntel, so gibt es hier auch. Glaube ich auch in jedem Convenience Store zu kaufen. Also ihr werdet hier schon nicht überflutet im Herbst. Generell ist es halt sehr, sehr mild, also es ist nicht zu kalt. Abends wird es manchmal relativ kühl, also wir hatten jetzt ein paar Tage, wo das nachts echt bis 0 oder sogar -1, -2 ging in einigen Regionen. Es hat auch schon einmal geschneit in den Bergen. Aber das war im Norden. Also es gab schon in Korea den ersten Schnee in den Bergen. Ansonsten, also es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Es ist echt sehr schön zum Herumlaufen, das Land entdecken oder die Stadt entdecken, wenn ihr nur in Seoul bleibt. Es ist sehr angenehm draußen zu sein, es ist sehr wunderschön. Ihr müsst nur bedenken, dass es in Korea relativ schnell dunkel wird, also schon ab circa 5:30 wird es hier schon dunkel. Versucht also eure Aktivitäten, gerade wenn es irgendwie um die Aussicht geht oder wenn ihr in die Berge geht oder wenn ihr halt die Herbstfarben sehen wollt, dass ihr diese Aktivitäten halt in den Morgen, Nachmittag legt, aber nicht in den Abend, weil es halt
sehr schnell dunkel werden kann. Ich habe diesen Herbst vollkommen genossen. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, der ist so in 2 Wochen vorbeigeflogen, weil im Oktober war es noch extrem heiß. Dann waren es 2 Wochen irgendwie Herbst und dann nach 2 Wochen war es auf einmal Winter und extrem kalt. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass sich die Bäume irgendwie verfärbt haben, weil auf einmal waren sie golden und dann waren die Blätter auch schon wieder weg. Aber dieses Jahr habe ich den Herbst echt genossen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich relativ viel herumgefahren bin, so hin und her. Und ich habe halt sehr viele Berge und sehr viel Landschaft auf der Autobahn gesehen, was echt sehr, sehr wunderschön ist. Das sieht man eigentlich gar nicht, wenn man mit dem Zug fährt in Korea meistens. Dann bekommt man das von diesen Bergen überhaupt nicht mit. Also versucht vielleicht mal falls ihr zwischen den Städten herumreist, vielleicht auch mal mit dem Bus zu reisen. Dann seht ihr wirklich die wunderschönen, riesigen Berge in den ganzen rot-goldenen Farben. Also das kann ich euch gar nicht so wörtlich erklären, wie schön das ist. Also ich habe den Oktober sehr, sehr genossen hier. Ich habe den Herbst jetzt mal zum ersten Mal richtig genossen in Korea. Ich verstehe jetzt auch, warum die Leute sagen, Herbst ist wirklich eine der schönsten Jahreszeiten in Korea und es lohnt sich total im Herbst nach Korea zu kommen. Ja, das war mein kurzes Resümee zum Herbst in Korea. Ihr könnt euch gerne meine anderen Videos angucken. Da zeige ich ein paar andere Orte. Es kommt auch noch ein Video über eine Bergwanderung. Also dann seht ihr so eine schöne Aussicht über die ganzen Berge, die Berglandschaft im Herbst. Und ansonsten könnt ihr mich gerne auch auf anderen meinen Kanälen besuchen. Da könnt ihr auch noch mehr Fotos und Videos sehen. Die ganzen Links findet ihr in meiner Channel-Beschreibung. Also kommt gerne vorbei, falls ihr Fragen zum Herbst in Korea habt oder euch irgendwas anderes beschäftigt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eure Likes und wir sehen uns nächsten Monat. Ciao!